Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, auch ich stöbere ab und zu durchs Internet und ich bin hier auf eine Dame gestoßen, Tracy Telgenart, und die macht so total süße Häuschen. Und diese Häuschen hier haben mich zu meinem heutigen Video inspiriert. Na, richtig süße, muckelige, kleine, ja, manchmal spukige Häuser. Und ja, total niedlich. Und da habe ich gedacht, boah, das nehme ich doch mal zum Anlass und mache daraus ein schönes Weihnachtsvideo. Ja, und das folgt jetzt. Viel Spaß! Ja, ich fange an und skizziere mir hier erstmal einen kleinen Hügel und dann habe ich vor, 2 Häuser darauf zu malen, die durch kleine Lichterketten miteinander verbunden sind. Ja, und bei diesen Häusern könnt ihr kreativ werden und am nettesten ist es und wirklich lieblich sieht es aus, wenn sie nicht super gerade perfekt mit Lineal gemalt sind, sondern so ein bisschen krumm und schief und wackelig und ja, so richtige kleine Hexenhäuschen oder kleine Cottages oder. Da könnt ihr ja, euch wirklich austoben in Form, Größe, Fensterformen, Varianten, Türrahmen ohne. Ihr könnt unterschiedlichste Schornsteine machen. Ihr könnt Windanzeiger machen. Ihr könnt eine Katze aufs Dach setzen. Ne? Also seid kreativ. Und ich mal hier auch mit Bleistift, lasse den auch nachher stehen. Also ich radiere den gar nicht groß weg. Der geht nachher in der Zeichnung unter. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Dieses Video ist mal fast ungeschnitten und ja, und ein bisschen schneller. So damit, dass ihr vielleicht ein bisschen folgen könnt. Aber ja, viel Vergnügen dabei.
Ja, dann habe ich mir für heute mal einen von meinen Paul Rubens Kästen geschnappt. Ich mache jetzt hier den Hintergrund ein bisschen nass. Ich versuche diesen Bereich um die Lichterketten herum ein bisschen auszusparen, nicht so viel Farbe dorthin zu bringen. Ich tupfe hier jetzt auch noch mal diese kleinen Glühbirnchen mit Wasser frei, so dass sie tatsächlich nachher einen helleren Hintergrund haben und so ein bisschen schimmerig dann sind. Ja, und dann setze ich hier einfach das Blau hinein, lasse das laufen. Ich tupfe zwischendurch auch noch mal wieder mit dem Tuch weg und ja, das ist erstmal eine Übungssache. Es ist nicht so ganz leicht, den gleichmäßigen Hintergrund hinzukriegen. Das ist jetzt hier auch nicht das allertollste Papier, muss ich sagen. Ne? Das ist der Ringbuch Canson Papier. Das ist schon, ich habe das gemerkt, je öfter man mal rüber geht, da löst sich tatsächlich auch das Papier ein bisschen an. So ganz begeistert bin ich davon nicht. Ich sage jetzt immer, so für Übungssachen reicht es, aber ja, es gibt durchaus bessere Papiere. Ne? So, hier ist es jetzt schwierig, halt diesen Übergang zu bekommen von dem recht dunkleren unteren Teil nach oben, dass es wieder auch da ein bisschen dunkler wird. Aber ja, Hauptsache, ihr haltet euch das alles immer schön feucht und nass und dann funktioniert das auch. Ne? Bei mir war es jetzt hier ein bisschen schwierig. Der Kamin brennt im Hintergrund und dann trocknet das alles sehr schnell und da muss man mal gucken. So, auch da ist es wieder wichtig, das muss jetzt nicht akkurat an diesen Hausfronten entlang gemalt werden. Der Charme entsteht tatsächlich dadurch, dass da auch mal so ein ganz kleiner weißer Rand ist und das mal auch mal drüber gemalt ist. Dann gibt es einen Schatten und. Ja, probiert euch einfach aus. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Das macht unheimlich Laune und ich denke, das wird nicht das letzte mit kleinen Häuschen sein. Ja, also hier ist die Stelle, wo ich jetzt merke, wie sich das Papier langsam anlöst und das ist ein bisschen, ja, dann nicht so schön. Dann muss man aufhören und gucken, was noch zu retten ist. Am Ende ist es okay, aber wie gesagt, da merkt man dann wieder mal, dass es wirklich wichtig ist, ein gutes Papier zu haben. Ne? Eure Bilder, ihr könnt euch noch so sehr bemühen, wenn das Papier nicht toll ist, dann werden die Bilder meistens auch nicht toll. Ja, und damit so ein Haus nicht so eintönig aussieht, ist es wichtig, Schattierungen reinzusetzen, ne? Oder es mal ein bisschen mutiger zu machen. Ich habe da jetzt in diesem Braun noch einen Grünton gemacht. Ich mache da mit Schattierungen. Und wenn ihr euch ein Haus anguckt, das hat Winkel, das hat Ecken, das ist wichtig, das bringt erst das Leben rein. Wenn ihr die Front richtig einfarbig nur in einer Farbe lasst, sieht das Ganze nachher langweilig aus. Und deshalb traut euch ruhig mal in eine Farbe noch eine andere hinzusetzen, verwischt das ein bisschen. Ne? Sieht aus, als ob hier eine kleine Mooskante ist oder ihr kennt das, wenn der Regen die Nordseite so grünlich macht. Ne? Und das bringt einfach erst Leben ins ganze Haus.
Ja, und jetzt kommt das, was eigentlich erst Leben in die ganze Sache bringt, nämlich das Skizzieren und das Einfassen der Umrandungen. Und auch hier sei euch gesagt, macht es nicht akkurat. Ja, macht auch mal so unterbrochene, abgebrochene Striche. Nur mal so stückchenweise mit schwarzem Stift malen. Nicht komplett durchgezogene, dicke Linie nach unten. Ihr werdet das gleich sehen. Ich halte den Stift ganz locker und ich schraffiere im Grunde manche Dinge noch. Nur so. Genauso ist es, dass ihr jetzt nochmal Leben an die Häuser bekommt, indem ihr nochmal wie Backsteine malt oder wie kleine ja, Risse malt, Schattierungen malt. Ihr könntet jetzt auch nochmal abbröckelnde Fassade reinbringen, ne? Und ja, all das ist möglich und bringt jetzt eigentlich erst so richtig dann das Leben rein. Also es ist wichtig, dass ihr eine lockere Hand habt und das nicht so wirklich akkurat und perfekt. Ihr seht, dass die Linien passen manchmal nicht mit der Farbe überein. Aber genau das macht den Charme aus und erst das macht es hinterher so richtig nett. Und hier kommen jetzt so diese Schraffierungen an den Häusern, ne? Und schon lebt das Haus. Also es macht einen riesen Unterschied. Nun setze ich hier nochmal ein paar Sternchen in den Himmel und dann kommt noch mehr Leben ins Spiel, in das Bild. Ich nehme mir weiße Acrylfarbe, ich verflüssige mir die ein bisschen und jetzt setze ich hier kleine Schneehaufen auf die Dächer, in den Hügel hinein. Ich mache kleine Eiszapfen und leider habe ich den Teil irgendwie nicht aufgenommen, indem ich noch ein paar Spritzer auf das Bild mache. Und jetzt wird es richtig winterlich und jetzt kommt es, ja, ich finde, das macht einen Riesenunterschied. Mit diesem Schnee, das ist Wahnsinn, wie viel Leben da jetzt auf einmal hineinkommt. Ja, dann kommen wir zum Ende von meinem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und ja, werdet kreativ, versucht es selber. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, eure Melanie.